Heißt das, sie kriegt ihre Firma zurück? Ich werde mir ein genaues Bild von der Angelegenheit machen und eine vernünftige Lösung finden. Ich habe gehofft, dass wir uns alle hier miteinander arrangieren können, aber nun sehe ich, dass es wirklich besser ist, wenn er wieder auszieht. Dann sag mir wenigstens, für wen ich meinen Kopf hinhalte. Es ist Carla. Es bleibt dabei. Ryan Cosmetics wird aufgelöst. Das kannst du ja wohl nicht machen. Doch, Nico. Es bleibt dabei. Die Lahnstein Holding wird sich von Frau Brandners Firma trennen. Du lässt dir also tatsächlich von deinem Sohn auf der Nase rumtanzen. Nein, Nico, das tue ich nicht. Das sieht aber ganz so aus. Ja, der beschließt irgendeinen Schwachsinn und du unternimmst nichts dagegen. Ansgars Entscheidung ist aus firmenpolitischen Gründen absolut nachvollziehbar. Aha. Und die innenpolitischen Gründe, die interessieren dich einen Scheißdreck, oder was? Nico, bitte. An Elisabeth denkst du doch dabei überhaupt nicht. Nico, es geht hier um unsere Glaubwürdigkeit und unser Ansehen. Wir können nicht Entscheidungen fällen und sie gleichzeitig wieder umstoßen. Mein Gott, du wohnst in diesem Riesenkasten, hast zig Gäule im Stall, hast Millionen auf dem Konto und du interessierst dich trotzdem nur fürs Geld? Es ist müßig, mit dir über diesen Punkt zu diskutieren. Du wirst dich mit Ansgars Entscheidung abfinden müssen. Gar nichts fertig, verstehst du? Überhaupt gar nichts. Wir waren mal verheiratet. Und ich dachte eigentlich immer, ich würde dich ganz gut kennen. David, bevor du jetzt irgendwelche Schlüsse daraus ziehst. Ich war damals nicht an Frauen interessiert. Und das mit Carla, das kommt für mich selbst total überraschend. Jetzt frag mich bitte nicht, ob ich lesbisch bin oder sowas. Ich weiß nur, ich habe mich halt total verliebt. Naja, und dieser jemand ist halt eine Frau. Ja, und das einfach so. Naja, könntest du hundertprozentig ausschließen, dich mal in einen Mann zu verlieben? Ich denke schon. Aber das ist doch nicht das Thema, Hannah. Du warst so lange mit Lars zusammen. Da Aber das hat doch nichts mit Lars zu tun. Jetzt denk bloß nicht, dass ich seinetwegen nichts mehr von Männern wissen will oder sowas. Okay. Aber ich denke, es wäre trotzdem nur fair, wenn wir ihm den wahren Grund eurer Trennung sagen. Ja, ich weiß, aber es geht nicht. Carlas Familie darf davon nichts erfahren, hörst du? Wenn irgendwas davon an die Öffentlichkeit kommt, das wäre eine Katastrophe. Nein, David, unsere Beziehung muss absolut geheim bleiben. Ich weiß, dass ich mit der Zahlung im Rückstand bin. Aber wenn du heute nicht für mich mitschreibst, dann ist unser Deal geplatzt. Verstanden? Sehr schön. Bis später. Vanessa, warte mal kurz. Ich muss dringend zur Uni. So dringend kann das ja nicht sein. Ich habe gute Ohren. Es geht dich zwar nichts an, aber ich muss Bücher kopieren. Für eine Hausarbeit. Und ich muss mit dir reden. Wie wahrscheinlich selbst du schon mitbekommen haben musst, sind wir hier zu viele Leute auf zu wenig Raum. Man gewöhnt sich an alles. Hey, Arno war so nett, uns hier aufzunehmen, nachdem du die WG überflutet hast. Klappe, die 180. Worauf willst du hinaus? Elisabeth ist momentan etwas angespannt und sie braucht mehr Ruhe. Dann müsst ihr eben leise sein. Arno hat mich gebeten, dass wir hier ausziehen. So schnell wie möglich. Und wohin denn? In die feuchte, stinkige WG vielleicht? Das wird gar nicht nötig sein. Felix hat euch doch schon mal gefragt, ob ihr nicht zu ihm ziehen wollt. Hm? Macht das. Danke. Für mich noch ein Glas Wein, bitte. Für uns vielleicht besser nicht mehr, wegen des Fernsehinterviews nachher. Ach, das wird reine Routine. Sprecht ihr von dieser Home Story? Ja, genau. Ulrike Münch von der Sendung Einblicke hat zugesagt, das Interview selbst zu übernehmen. Oh, Glückwunsch. Wie schön. Dann können die Lahnsteins endlich öffentlich wieder einen auf Happy Family machen. Und alle fallen auf Schmiertheater herein. Willst du damit irgendwas andeuten? Nico, ich denke, wir haben das eben geklärt. Ja, das denkst du. Hier werden doch alle unangenehmen Themen einfach unter den Tisch gekehrt, damit die Familie glücklich wieder beisammensitzen kann. Könnte mich vielleicht mal irgendjemand aufklären, was hier eigentlich los ist?
Nur ein paar klassische postpubertäre Stimmungsschwankungen. Ansgar ruiniert meine Tante. Das ist hier los. Nico, es reicht, die Entscheidung ist gefallen. Ah ja, scheiß auf die Moral. Her mit der Kohle. Das sind eure verdammten Fakten. Na, wie Sie schon sagten, klassische postpubertäre Stimmungsschwankungen. Ich werde noch mal mit dir sprechen. Du kannst es versuchen. Aber versprich dir nicht zu viel. Bei allem Verständnis für dein Misstrauen, aber das ist doch völlig absurd. Charlie, ich habe doch mit eigenen Augen gesehen, wie sich die beiden umarmt haben. Na, dann muss da etwas dran sein. Eine Umarmung unter alten Freunden, das ist wirklich sehr verdächtig. Hannah hat mich mit David schon mal betrogen. Vergiss das Das war nicht. eine völlig andere Situation. Sag mal, macht es dir überhaupt nichts aus, dass sich dein Lebensgefährte mit meiner Ex-Freundin vergnügt? Nein. Weil ich David vertraue. Ich habe genug Lebenserfahrung und auch eine gute Intuition. Wenn David fremd ginge, würde ich das merken. Angelo, ich denke, die Gäste möchten vielleicht einen Blick in unsere neue Weinkarte werfen. Ja, schon unterwegs. Du hättest die beiden sehen sollen. Sag mal, das ist doch nicht dein Ernst. Im Moment ist ja für dich jeder verdächtig, der mit Hannah auch nur ein Wort wechselt. Lars, was ist denn los mit dir? Hannah hat sich von mir getrennt und treibt es mit irgendeinem anderen Kerl. Entschuldige, dass ich da nicht so gelassen bin. Hast du mal Evelyn Thoma, die Assistentin von Carla? Naja, die beiden hatten eine Affäre. Und dann hat sich Carla von ihr getrennt. Übrigens meinetwegen. Ach, dann hat sie also aus Rache auf der Hochzeit des Grafen ausgeplaudert, dass Carla lesbisch ist. Na, jetzt stell dir mal vor, was das für Konsequenzen hätte haben können. Carlas Familie hat keine Ahnung, dass er auf Frauen steht. Ja, klar. Und für die Klatschpresse wäre es ein gefundenes Fressen gewesen. Naja, deswegen musste sich Carla ganz schnell zum Schein mit Bernd von Beinbach verloben. Ach, David, ich habe keine Ahnung, wie ich damit klarkommen werde. Auf einmal bin ich die heimliche Geliebte einer Frau, die in der Öffentlichkeit steht. Ich weiß nicht, ob ich dich beneiden soll. Eine Bitte, David. Kein Wort zu irgendjemandem, ja? Als Chauffeur der Familie von Lahnstein ist mein zweiter Vorname Diskretion. Du kannst dich auf mich verlassen. Danke. Also meine Meinung kennt ihr. Ich wollte die ganze Zeit zu Felix ziehen. Dann freu dich doch. Für dich wäre es übrigens auch genau das Richtige. Ich kann mir nichts Schöneres vorstellen. Eben. Felix kauft die ganze Zeit Fett ein. Besorgt bestimmt eine Putzfrau und lernt, wenn Madame mal wieder die Wohnung flutet. Aber die Wohnung hat keine schalldichte Zelle, in die man dich sperren kann. Und jeden Tag deine Sprüche, das ertrage ich nicht mehr. Also ich habe eigentlich auch keinen Bock auf Mr. Mann, was bin ich sozial. Es reicht schon, dass der hier mein Vermieter ist. Ach nee. Und wo wollen die Herrschaften dann wohnen? Etwa in einem von Arno schicken Bauwagen, ja? Ich habe nicht gesagt, dass ich nicht mit einziehen werde. Es wird mir ja nichts anderes übrig bleiben. Geht doch. Ohne mich. Ach stimmt. Madame wird natürlich einen Makler mit der Suche nach einer angemessenen Penthouse-Wohnung mitten in Düsseldorf beauftragen. Er nicht. Ach, dann vielleicht doch lieber die Bauwagen. Arno hat da ganz schicke Modelle. Die haben zwar alle keine Fenster, aber Ich Gasöl. frage meinen Vater, ob ich zu ihm nach Königsbrunn ziehen kann. Stimmt. Unter einem 30-Zimmer-Schloss mit Dienstpersonal geht natürlich gar nichts. Hauptsache, du läufst mir nicht jeden Tag über den Weg. Und Felix, du willst ihm wohl so richtig eins reinwürgen, ja? Denn Felix hasst bekanntlich die Lahnsteins, weil die haben Beinbach Media aufgekauft. Und jetzt ziehst du zu denen aufs Schloss. Na und? Das wird dir Felix nicht verzeihen. Wo haben wir uns kennengelernt? Oh, ich sehe es noch vor mir, als wäre es gestern gewesen. 7. September letzten Jahres, großer Preis von Baden-Baden, VIP-Zelt. Ich kipp dir versehentlich Champagner über Bauch, Bein und Kleid. Hoden. Kleid. Ja, ja, bla bla. Der übliche Klassiker eben. Und die Hochzeitsreise? Geht nach Bora Bora zum Tauchen. Carla, der Zettel ist ein Witz. Ich weiß, was ich zu sagen habe. Trotzdem, ich will einfach sicher gehen, dass wir uns nicht widersprechen. Ja, ja, mach dir doch mal keine Sorgen. Du kennst doch die Presse. Eine Ungereimtheit und sie machen gleich ein Drama draus. Apropos Drama, was war denn vorhin mit Nico los? Im ersten Augenblick habe ich gedacht, die meint uns. Ja, ging mir genauso. Ja, aber irgendwas muss doch zwischen deinem Bruder und den Partners vorgefallen sein. Keine Ahnung. Frag Ansgar, ich kümmere mich nicht um seine Geschäfte. Das Kamerateam ist soeben eingetroffen. Danke, Benedikt.
soweit? Kannst kaum erwarten. Hi. Hallo? Hast du eine neue Wohnung gefunden? Nein. Und wo willst du denn hin? Zurück in die Pension? Na, wohl kaum. Oh, Moment. Schneider? Herr Professor Albrecht, guten Tag. Heute noch? Ja gut, dann sehen wir uns in 2 Stunden im Büro. Wiederhören. Mein Gott. Seit Wochen warte ich auf Albrechts Anruf wegen der Dozentenstelle. Und jetzt kann er es kaum erwarten. Hey, ist doch gut, dass es noch geklappt hat. Willst du etwa absagen? Nein, natürlich nicht. Aber im Moment habe ich echt nicht den Kopf dafür. Sag mal, kann ich die Sachen vielleicht noch so lange hier lassen? Ja klar. Also von mir aus hättest du sie jetzt gar nicht packen müssen. Jetzt klär das erstmal mit deinem Job. Dann suchst du dir in Ruhe eine neue Wohnung und solange bleibst du weiterhin bei mir. Geht das? Ich habe was gut zu machen. Immerhin bist du meinetwegen arbeitslos geworden. Danke. Hast du dann alles? Ja. Okay. Wir können. Kamera ab. Läuft. Guten Abend, Gräfin von Lahnstein. Guten Abend, Herr von Weinbach. Guten Abend, Frau Münch. Ich freue mich sehr, dass Sie unseren Zuschauern heute einen exklusiven Einblick in Ihr Privatleben gewähren wollen. Es ist uns ein Vergnügen. Herr von Weinbach, plaudern Sie doch mal aus dem Nähkästchen. Ja, also gern. Die Erinnerungen sind doch so frisch. Es war letzten Jahr im September beim Großen Preis von Baden-Baden und wir haben uns im VIP-Zelt... Sie teilen die Faszination für den Pferdesport mit Ihrer Verlobten. Ja, durchaus. Gräfin, wollen Sie nicht etwas ausführlicher über Ihre erste Begegnung erzählen? Selbstverständlich. Carla von Lahnstein? Hallo, ich bin's, Hanna. Also, Frau Münch, ich muss ein Kompliment nett, dass du machen. Ich habe anrufst. bisher noch Du keine bist gerade nicht allein. Endlich mal eine Sendung mit Frau Nein, Macht. warte. Gut, vielen Dank. Hanna, es tut mir leid, aber ich kann gerade nicht. Ich muss dich unbedingt sprechen. Es geht um Lars. Lass uns bitte später in Ruhe telefonieren, ja? Ja, Bitte. aber Ich rufe dich zurück. gut. Bis dann, tschüss. Tschüss. Nico, ich finde es ja sehr nett, dass du dich so für mich einsetzt. Aber ich fürchte, der Verkauf von Ryan Cosmetics ist nicht mehr rückgängig zu machen. Die Lahnstein spielen in einer anderen Liga. In einer anderen Liga? Die spielen eine andere Sportart, und zwar eine, bei der man fürs Faulen auch noch Punkte absahnt. Mit sowas bin ich verwandt. Jedenfalls ziehen Robin und ich jetzt bei Felix mit in die WG ein. Dann können deine Tante und dein Onkel endlich mal wieder richtig durchatmen. Schön. Ich bin oben. Nico. Hi. Also konntest du deinen Vater nicht überzeugen? Nein. Er hat sich tatsächlich von Ansgars geldgeilen Geschwafel einlullen lassen. Damit, dass ihr da so ruhig bei bleiben könnt. Ich hätte am liebsten mit diesem ganzen Lahnstein-Clan nichts mehr zu tun. Heißt das, du ziehst wieder bei uns ein? Den Triumph gönne ich Ansgar nicht. So schnell gebe ich nicht auf. Was erwartest du von mir, Cecile? Dass ich Ansgar nach Vertragsabschluss in den Rücken falle? Nein. Aber dass du Verständnis dafür hast, wenn Nico sich genauso für den anderen Teil ihrer Familie einsetzt. Ja, aber das verstehe ich doch. Davon hat sie heute aber nichts gemerkt. Sie war doch total aufgebracht und das zu Recht. Glaub mir, ich kann Nikos Enttäuschung absolut nachvollziehen. Aber es geht einfach nicht an, dass ich vor jeder geschäftlichen Entscheidung erst den Segen der ganzen Familie einhole. Und wenn ihr etwas nicht passt, soll sie es bitte auf eine vernünftige Art und Weise vorbringen. So bin ich nicht bereit, mit ihr zu diskutieren. Sie hat sich für ihre Tante eingesetzt. Und das eben sehr impulsiv. Du kennst sie doch. Wenn sie sich da mal im Ton vergreift, Nico ist jetzt eine von Lahnstein. Mit diesem Namen geht sie auch Verpflichtungen ein, Cecile. Und solche Aussetzer kann sie sich einfach nicht mehr leisten. Auch nicht im Kreise der Familie. Ich weiß nicht, was daran so amüsant ist. Ja, man merkt eben doch, dass ihr Vater und Tochter seid. Wieso?
Weil sie diesen Sturkopf nur von dir geerbt haben kann. Hey, welch Glanz in meiner Hütte. Kann die Bude auch vertragen. Neuer Trend? Minimalismus. Wenigstens hast du an das Wichtigste gedacht. Ich schätze, ihr seid nicht gekommen, um euch über progressives Innendesign zu informieren. Nee, wir wollten eigentlich mit dir reden. Ja? Also, welches Zimmer kriege ich? Ihr wollt jetzt doch bei mir einziehen? Sagen wir mal so, wir dulden, dass du hier bleibst. Felix, ich bin weg. Hallo und tschüss. Ich drück dir alle Daumen. Danke. Tschüss. Ciao. Ihr habt doch hoffentlich nichts gegen Lars. Solange ich nicht den Seelenklempner von dem Typen spielen muss? Bestimmt nicht. Also, wie sieht's aus? Lädst uns auf ein Bier ein? Na, mal gucken. Ja, klar. Chris nix. Frecher Hund. Oh. Prost, Prost. Cheers. Du brauchst gar nicht so doof zu grinsen. Kommst dir wohl super toll vor, was? Danke der Nachfrage, mir geht's ganz ausgezeichnet. Und selbst? Es geht dich einen Scheißdreck an. Mir scheint, du hast noch immer gewisse Probleme, dich an den hiesigen Sprachduktus, Verzeihung, an den Tonfall in diesem Hause zu gewöhnen. Wer sagt denn, dass ich das will? Arschloch. Ist diese Fäkalsprache im Hause deiner Tante Usus? Wenn es um so Arschgeigen geht wie dich. Macht es hier eigentlich Spaß, das Lebenswerk von anderen Leuten zu zerstören? Weißt du, wenn's Geld bringt. Du bist wirklich der rücksichtsloseste Widerling, den ich je kennengelernt habe. Ist es denn nicht schön, dass man im Leben immer wieder Neues entdeckt? Ach, noch ein Tipp. Du solltest bei Gelegenheit reiten lernen. Damit ich in so einem Affenkostüm rumlaufen kann, oder was? Nein, aber es kühlt den Kopf und stärkt die Nerven. Wenn du mich jetzt bitte entschuldigen möchtest. Du blöder Kotzbrocken! Wie es aussieht, herrscht ja auch nicht immer nur Harmonie. Ach, wissen Sie, viele verschieden gestimmte Seiten erst ergeben die wahre Harmonie. Was steht als nächstes an? Ich denke, wir haben genügend Material. Danke. Ja gut, wenn ich mich dann gleich entschuldigen darf, die Arbeit ruft. Ja, dann wünsche ich Ihnen einen schönen Tag. Und denken Sie an mich, wenn die Hochzeit ansteht. Gerne. Auf Wiedersehen. Sollten Sie später noch Fragen haben, ich stehe Ihnen jederzeit zur Verfügung. Herzlichen Dank, sehr nett. Der kann mich echt mal kurz Fräulein, Entschuldigung, sind Sie nicht Nicola Gräfin von Lahnstein? Was? Darf ich fragen, wem Sie da eben nachgerufen haben? Oh, hat man das bisher gehört? Kein Problem. Wir waren sowieso fertig mit Reden. Aber wollen Sie mir nicht berichten, was vorgefallen ist? Ja. Warum eigentlich nicht? Ja, aber eine Spülmaschine wäre trotzdem eine sinnvolle Anschaffung. Wenn du sie bezahlst? Nee, dafür ist der Vermieter zuständig. Ach nee, seit wann das denn? Seit du mit Abstand die meiste Kohle von uns hast. Ich bin eher dafür, dass du immer abspielst, Freundchen. Sorry, ich habe den Schlüssel vergessen. Ist schon okay. Wie war's Vorstellungsgespräch? Ich fange nächste Woche als Dozent für Medienrecht an. Gratuliere. Also wenn ich das meinen Jungs auf dem Bau erzähle. Was denn? Ja, dass ich mit einem Berufssöhnchen, einem Eisdielenbesitzer und einem Rechtsverdreher zusammenwohne. Die siezen mich ab sofort. Die beiden ziehen hier ein. Ist doch in Ordnung, oder? Klar, ich bleibe ja sowieso nur, bis ich eine Wohnung gefunden habe. Und so lange stoßen wir erstmal auf den frauen- und stressfreien Haushalt an. Prost! Wo zum Teufel steckt der Platz? Herr von Beinbach, Ihre Tochter ist soeben eingetroffen und möchte Sie sprechen. Alles gut, Benedikt. Sagen Sie, können Sie mir sagen, wo ich den Grafen finden kann? Er ist mit seiner Gemahlin in die Stadt gefahren, dürfte aber bald zurück sein. Hi, Dad. Hey, Maus, du, ich bin gleich für dich da. Können Sie mir sagen, wann er zurückkommt? Das entzieht sich leider meiner Kenntnis. Danke, Benedikt. Daddy? Gleich, Maus. Aber du musst mir helfen. Einen Moment. Kann ich zu dir ziehen? Was? Hierher? Wieso das denn? Bis unsere WG wieder bewohnbar ist, dauert es noch Monate. Bei dem Branders müssen wir raus und fürs Hotel habe ich kein Geld. Also gut, meinetwegen. Benedikt,
Können Sie bitte meine Tochter in unsere Wohnung führen? Gerne, Herr von Bein. Du bist ein Schatz, Dad. Darf ich bitte? Was mache ich denn jetzt? Ja, das ist ja wohl eine Riesensauerei, oder nicht? Ja, wirklich. Und Ihr Bruder ist nicht bereit. Halbbruder. Entschuldigung, natürlich. Ihr Halbbruder ist nicht bereit, diese Entscheidung rückgängig zu machen. Ach, dem ist das doch scheißegal. Wenn es ums Geschäft geht, ist der eiskalt. Selbst wenn jemand dabei drauf geht. Und er hat keine Gewissensbisse? Gewissensbisse? Dieses Wort gibt es im gräflichen Sprachduktus nicht. Und Ihr Vater? Er wird doch so ein Verhalten auf keinen Fall gutheißen. Jedenfalls unternimmt er nichts dagegen. Ups, Ansgar hat die Firma deiner Tante platt gemacht? Sorry, da ist leider nichts mehr dran zu ändern. Mit anderen Worten, Ihr Halbbruder Ansgar hat das eigentliche Sagen hier? Bei Geschäften hat er auf jeden Fall total freie Hand, obwohl es um meine Familie geht. Sie hängen sehr an Ihre Tante, nicht wahr? Ja, natürlich. Deshalb möchte ich auch, dass das hier an die Öffentlichkeit kommt. Das kann ich Ihnen versprechen. Aber erzählen Sie doch etwas ausführlicher. Wie stehen Ihre beiden Familien jetzt zueinander? Ja, also, das ist ein ganz heikles Thema. Was soll das denn? Hallo? Vanessa, was machst du hier? Also, Hast du das gelesen? es lag drüben im Schlafzimmer. Was schnüffelst du eigentlich in meinen Unterlagen rum? Ihre Unterlagen? Die Notizen sind auch von meinem Vater. Sieht jedenfalls so aus. Trotzdem hast du nichts in meinem Schlafzimmer zu suchen. Wieso schreibt er sich denn auf, wo und wann er sie kennengelernt hat? Das geht dich nichts an. Entschuldigung. Was machst du eigentlich hier? Hat Benedikt dich reingelassen? Nein, mein Vater. Ich wohne ab heute hier. Wie bitte? Es ist schon alles mit Dad abgesprochen. Ich glaube kaum, dass hier alles abgesprochen ist. Dein Vater ist Gast auf dem Schloss und entscheidet keineswegs, wer hier einziehen darf und wer nicht. Aber es... Und ich entscheide, dass du hier unter keinen Umständen einziehen wirst. Meinst du, Nico freut sich über die Halskette? Auf jeden Fall hast du ihn bestimmt getroffen. Ach, schon endlich. Ja, was gibt es denn? Ihre Tochter redet gerade mit der Presse. Ja, und ich dachte eigentlich, Sie sind auch dabei. Nicht Carla, ich meine Nico. Sie plaudert gerade intime Details über ihre Familie aus und ist richtig in Fahrt. Und so geht es weiter. Träumst du noch von heute, ne? Auch? Und davon, wie wir immer zusammen sein können. Sag mal, wie fändest du es, wenn ich hier auch einziehen würde? Sie hat einen Lover, 100 Pro. Oh, hallo Carla. Hallo. Sagen Sie, hatte Anna Ihnen gegenüber vielleicht erwähnt, mit wem sie jetzt zusammen ist? Nein?